Willkommen zurück zu unserer Serie Handwerker vom Dorf. Heute geht's um was ganz Besonderes. Wir schnappen uns eine einfache, vielleicht sogar langweilige Hauswand und verwandeln sie in in eine lebende Speisekammer. Wir schauen uns die faszinierende Kunst des Obstspaliers an und ich zeige Ihnen, wie Sie selbst auf kleinstem Raum eine richtig reiche Ernte einfahren können. Kennen Sie das? Man träumt von saftigen, selbstgepflückten Äpfeln oder Kirschen, blickt dann raus und sieht, einen eher kleinen Garten, vielleicht nur ein Balkon oder eben diese eine Hauswand. Aber wissen Sie was? Das ist überhaupt kein Problem. Die Lösung dafür ist nämlich schon Hunderte von Jahren alt, aber heute so aktuell wie nie, das Spalierobst. Also, was genau ist das eigentlich, dieses Spalierobst? Stellen Sie sich mal einen ganz normalen Obstbaum vor. Aber anstatt dass er rund und ausladend wächst, leiten wir seine Äste an einem Gerüst entlang. So wächst er quasi in 2D, ganz flach an der Wand, fast wie ein lebendiges Gemälde. Diese Technik wurde schon im Mittelalter in Klostergärten perfektioniert und erlebt gerade, zu Recht, ein riesiges Comeback. Okay, und bevor wir jetzt mit unserem Kunstwerk loslegen, brauchen wir natürlich erstmal die richtige Leinwand. Und das ist der Standort. Der ist wirklich, und das meine ich so, absolut entscheidend für den späteren Erfolg. Jetzt wird's interessant. Man könnte ja denken, Hauptsache volle Sonne, oder? Aber nee, so einfach ist es nicht. Eine Ost- oder Westwand ist oft die bessere Wahl. Warum? Ganz einfach. Sie schützt die empfindlichen Blüten im Frühling vor diesen fiesen Spätfrösten, weil der Baum eben nicht zu früh in die Gänge kommt. Eine reine Südwand hingegen, die ist der absolute Luxusplatz für echte Sonnenanbeter. Also Pfirsiche, Aprikosen oder auch Weinreben. Die brauchen jede einzelne Wärmestunde, um richtig süß und aromatisch zu werden. So, die Leinwand hätten wir. Jetzt brauchen wir unsere Farben und Pinsel. Also den richtigen Baum. Und genau hier gibt's ein kleines, aber wirklich entscheidendes Detail, das darüber entscheidet, ob Sie Freude haben oder ständig nur am Schneiden sind. Das Zauberwort heißt Unterlage. Das ist der Wurzelteil des Baumes, auf den die Obstsorte veredelt wurde. Und für ein Gartenspalier ist eine schwache wachsende Unterlage, zum Beispiel die M26, einfach Gold wert. Die sorgt nämlich dafür, dass der Baum schön kompakt bleibt, so auf 2-3 Meter Höhe. Er wächst Ihnen also nicht buchstäblich über den Kopf. Gut, und jetzt die Form. Da gibt es die Palmette mit ihren ganz streng waagerechten Ästen. Das ist der Klassiker für Apfel und Birne. Sieht super aus, braucht aber etwas Übung. Für Einsteiger und ganz besonders für Steinobst wie Pfirsich oder Kirsche ist aber das Fächerspalier einfach genial. Das ist viel flexibler, verzeiht auch mal einen kleinen Schnittfehler und passt viel besser zum natürlichen Wuchs dieser Bäume. Genau, das raten auch die Experten. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, fangen Sie entweder mit einem Baum an, der in der Baumschule schon in Form gebracht wurde, oder eben mit diesem anfängerfreundlichen Fächerspalier. Damit ist der Erfolg so gut wie garantiert. So, wir haben den perfekten Ort, wir haben den perfekten Baum. Jetzt kommt der wichtigste Moment, der erste Pinselstrich, die Pflanzung. Genau hier legen Sie den Grundstein für ein langes, gesundes und vor allem ertragreiches Baumleben. Aber keine Sorge, das ist wirklich kein Hexenwerk. Wir machen das zusammen in 4 ganz einfachen, aber eben entscheidenden Schritten. Wenn Sie die beachten, kann eigentlich so gut wie nichts mehr schiefgehen. Schritt Nummer 1: der Wurzelschnitt. Gärtnermeister Jens erklärt hier perfekt, warum das so wichtig ist. Nehmen Sie eine scharfe Gartenschere, am besten eine Bypassschere, und sorgen Sie für saubere, glatte Schnitte an den Wurzelenden. Das regt nicht nur neues Wachstum an, sondern, viel wichtiger, es verhindert, dass Krankheitserreger in die Wunden eindringen können. Okay, zweitens das Pflanzloch. Das muss jetzt kein riesiger Krater sein, aber es sollte groß genug sein, damit die Wurzeln es in der ersten Zeit schön einfach haben, sich auszubreiten. So ungefähr 40 cm breit und 30 tief, das ist ideal. Dann ist die Erde drumherum schön locker. So, und jetzt kommt der Punkt, den Sie sich bitte unbedingt merken. Das ist absolut kritisch. Suchen Sie unten am Stamm nach dieser kleinen Verdickung. Das ist die Veredelungsstelle. Und die muss, ich wiederhole das, die muss unbedingt eine Handbreit, also so um die 10 cm, über der Erdoberfläche bleiben. Wenn die unter die Erde kommt, schlägt der Baum eigene Wurzeln und die ganze Wirkung der schwach wachsenden Unterlage ist futsch. Und der letzte Handgriff, der letzte Pinselstrich sozusagen,
formen sie aus der Erde einen kleinen Wall um den Baumstamm. Das ist der sogenannte Gießrand. Der sorgt dafür, dass das Wasser beim Gießen genau dahin sickert, wo es hin soll, nämlich direkt zu den Wurzeln und nicht einfach an der Oberfläche abläuft. Das ist die perfekte Starthilfe. Das Kunstwerk ist gepflanzt, aber es braucht noch einen passenden Rahmen. Und dieser Rahmen, der hat oft was mit dem lieben Nachbarn zu tun. Ein kurzer Blick auf die rechtliche Seite sorgt nämlich von Anfang an für gute Stimmung am Gartenzaun. Hier ist die wichtigste Zahl, die Sie sich merken sollten. Für die meisten Obstbäume, also Apfel, Birne und so weiter, gilt 1,5 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze. Gemessen wird übrigens von der Mitte des Stammes. Deutlich näher ran dürfen Sie aber mit Birnensträuchern oder auch mit einzelnen Weinstöcken. Da reicht schon ein halber Meter Abstand. Und das gilt interessanterweise auch für das Klettergerüst selbst. Man kennt ja den Spruch. Aber glauben Sie mir, der richtige Abstand ist mindestens genauso wichtig für ein friedliches Miteinander. Es lohnt sich also immer, mal kurz ins lokale Nachbarrecht zu schauen. Das kann einem viel Ärger ersparen. Fassen wir also noch mal kurz zusammen. Wir haben die richtige Wand als Leinwand gewählt, den passenden Baum als Medium ausgesucht und den entscheidenden ersten Pinselstrich, die Pflanzung, perfekt gesetzt. Sie haben jetzt wirklich das ganze Rüstzeug, um selbst loszulegen. Sie sehen also, eine leere Wand ist eben nicht nur eine leere Wand. Sie ist eine riesige Chance. Eine Chance auf erntefrisches Obst direkt vor der Haustür, auf ein wunderschönes grünes Gestaltungselement und auf ein Projekt, das mit jedem Jahr, das vergeht, nur noch schöner wird. Also, sind Sie bereit, Ihre Wand zu verwandeln?